Ihr glaubt, Equestrian the Game ist vielleicht ein gutes Spiel? Ihr denkt, es ist gerade gar nicht mal so toll und hat viele Probleme? Dann solltet ihr unbedingt dranbleiben, denn was ihr heute erfahrt, das wird euch wirklich die Socken ausziehen. Und damit willkommen zu diesem Video, was in Zusammenarbeit mit Rattle entstanden ist. Rattle hat mir erlaubt, auf ihr Video zu reagieren. Sie freut sich, dass wir das Ganze auch im deutschen Raum besprechen werden. Und daraufhin gehen wir in dieses Video ein. Wir besprechen das Ganze. Ich habe mir ja schon mal das Ganze angeschaut und es ist erschreckend. Ich habe ja keine besonders gute Meinung von Equestrian the Game nach den ganzen Skandalen, die sie schon hatten. Bilder geklaut, Bilder mit KI neu gemacht und hochgeladen, ohne dem Künstler irgendeinen Cent davon zu geben. Die Künstler, die angeschrieben wurden, einfach komplett ohne ihr Honorar zurückgelassen. Alle Leute, die ihr Discord aufgebaut haben, einfach zu bannen, rauszuschmeißen und sich mit deren Lorbeeren zu schmücken. Updates zu versprechen, die nicht kommen, die Preise zu erhöhen. Aber all das, was ich jetzt gerade erzählt habe, ist ein Witz zu dem, was wir jetzt erfahren. Und damit auf in dieses Video. Equestrian the Game from Cavalry Games is a horse mobile game that, quote, most realistic horse riding in a game ever. Genau, also sie sagt halt auch, dass Equestrian the Game das Game ist, was am realistischsten im Pferdemarkt, also auf diesem Pferdemarkt überhaupt sein soll, also von diesen ganzen Pferdespielen. Und man kann sagen, in vielen Bereichen, muss ich dazu stimmen, ist es wirklich. During its early official launch, it took some heat for poor management of its Discord server, and overall has not seen the best track record due to recycled events and poor updates, and they have now landed in serious hot water after their latest update, in which they have applied aggressive monetization to their game. Also, es ist so, sie sagt auch nochmal, ja, das mit dem Discord war damals scheiße, aber jetzt ist es gerade der Abschuss, denn jetzt ist etwas passiert, denn nach ihrem letzten Update ist das passiert, worüber wir jetzt reden. Was ihr auch schon hier im Hintergrund seht, ihr denkt euch vielleicht, was ist das denn? Ja, ich muss es euch erklären, bei Equestrian the Game ist das Ganze nämlich so, dass ihr hier diese ganzen Hüttchen habt, die ihr hier aufbaut, und diese Hütten geben euch euer Geld. Die machen eure Pferde besser, die geben euch Geld und so weiter und so weiter. Und normalerweise haben die bisher immer Cash gekostet. Also diese Währung, die ihr hier oben rechts seht. Aber das ist nicht mehr der Fall. Ab einem gewissen Level kosten sie einfach jetzt E-Coins. Ja, und E-Coins ist die Pay-Währung. Und das kostet sogar richtig viel Pay-Währung. Denn E-Coins sind scheiße teuer in dem Spiel. Genau. Hier waren wir. To not only raise prices in-game, but make certain horse breeds and buildings only available through premium currency, aka real money. It's been a rough ride for the developers, but they did try and explain why they have made these decisions regarding their game. Basically, the economy in the gaming world is bad, and they need money. There is... Ja. Also sie haben erzählt, es gab dieses Video, was vor kurzem von Equestrian rausgekommen ist, und da haben sie erklärt, warum sie das Ganze eben gemacht haben. Ihre Begründung war, wir brauchen Geld. Und in der ganzen Economy, also in der ganzen Wirtschaft, geht es gerade nicht so gut zu und wir brauchen Geld. Some truth to this, but there are a few caveats and issues about this statement as well, which I will cover in this video. But before we get into all of that, I'd like to thank the ETG community for helping me with some questions, and specifically Kois Roy, who was good enough to help me with this video. And of course my Ko-Fi supporters for being more awesome than meeting a luck dragon in the wild. Let's get into it. Now to start off, we're going to first take a look at the updates. Genau, wir sind auch bei dem aktuellen Update, also der hat jetzt gerade nochmal ihren ganzen Supportern gedankt und wir sind jetzt gerade bei dem aktuellen Update. In diesem Update ist tatsächlich seit 2 Jahren, die das Spiel draußen ist, das erste Mal etwas Technisches passiert, nämlich das Mähnen und das Schweif-Update. Das ist das erste, und das ist das erste Update seit 2 Jahren. On the 29th of February, Equestrian the Game, or ETG, made the following changes to their game. A carrot would now only regenerate a horse for 1 competition. Carrots regenerate your horse's energy, and where before you could take part in 3 competitions before needing to spend a carrot, you now had to spend 1 carrot per competition. This was... So, und das erste, was Equestrian the Game gemacht hat, ist, dass sie die Karotten verändert haben. Früher war es so, dass du eine Karotte essen konntest für dein Pferd und danach hat dein Pferd 3 Rennen lang Energie gehabt. Jetzt ist es eine Karotte pro Rennen. Also ist diese Währung, diese Karotten, die im Spiel auch teilweise sehr teuer waren, ja, braucht man jetzt 3 davon anstelle von einer für dieselbe Zeit. was bad enough, but they also placed a hefty limit on the amount of carrots you could keep. Where before it was technically limitless, you now could only hold 170. Das ist übrigens eins der krassesten Nerfs überhaupt. Ich weiß noch, ich habe
einen riesigen Berg voller Karotten, weil ich einfach über das Spiel schon sehr lange gespielt habe und deswegen super viele Karotten habe. Und jetzt ist es so, dass man jetzt nur noch 170 Karotten, also ein Maximum von 230 überhaupt haben kann und danach kann man nicht mehr ansammeln. Also das ist noch viel schlimmer, als man denkt mit diesen 3 Karotten kontra einer Karotte. Jetzt kann man einfach gar keine mehr ansparen, sondern man hat immer nur ein gewisses Maximum und das ist schon sehr unangenehm. Carrots in your inventory. Your silo would stop producing carrots once you've hit that threshold. The only way to get carrots above that threshold would be to, of course, purchase them. They essentially devalued carrots and then made it a lot harder to accumulate them. Other updates include the stable, riding hall, and silo will cost less in-game dollars to update. The office, breeding stable, and trailer or horse market will cost more to update. Genau, das haben sie auch nochmal gemacht, dass die wichtigen Gebäude, die man bauen kann, brauchen jetzt deutlich mehr Cash, um upgegradet zu werden, also Ingame Currency, Ingame Money. Und die anderen, die nicht so wichtig sind, brauchen deutlich weniger. Also die elementaren Gebäude kosten halt viel mehr, was teilweise ein ganz schöner Burner war. The office now generated a bit more in-game dollars, the highest total being 5,700. Investigating horses in the horse market or trailer was pushed up from $50 to $1,420. Buying a horse would cost more in the market, going from $3,000 to $9,000, meaning I would have to save up 2 days before I could buy a horse. Genau. Und die Preise, habt ihr gerade gehört, sind von $50 auf 1.400 oder von 3.000 auf 9.000 hochgegangen. Also die haben die Preise teilweise für Pferde verdreifacht. And refreshing the horse market to see new horses went from $300. Das ist jetzt das Heftigste. Wenn ihr neue Pferde im Trailer haben wollt, ist das nicht mehr bei $300, sondern To $7,100. Achtung, von 300 auf 7.100. Das ist einfach verzwanzigfacht. What the hell, ETG? These changes, as you can see, are significant and would change the game in a lot of ways. Es ist Though certain verrückt. paywalls could still thankfully be circumvented by watching an ad. Examining horses, refreshing the horse market, and certain timers in the game could be skipped like this. But these updates certainly made the community angry and changed the game in a lot of ways, feeling that ETG was really pushing the greed, forcing players to spend more and more and thus grind a lot more. But Das im Übrigen ist noch nicht alles. Und das hieß auch, ihr seht auch hier gerade, wie krass die Leute einfach jetzt am Ragen sind, weil dieses Spiel jetzt diese Changes gemacht hat. Und das sind vor allem noch nicht mal die schlimmen Changes. Die schlimmen kommen jetzt. new updates were also on the way, and they would basically be a punch to the face. On the 18th of March 2024, Equestrian the game made a video entitled ETG, an important message. In the video, the community manager explained that due to the current economic dip for the gaming world, they would be changing their in-game purchases to try and make more money to keep the game afloat. For too long, as the community manager says, they've been giving the game out for free. Das ist so ein Schlag ins Gesicht. Es ist so ein heftiger Schlag ins Gesicht. Die sagen, ja, wir müssten jetzt die Preise erhöhen, denn wir haben das Spiel zu lange kostenlos herausgegeben und deswegen müssten wir jetzt nach 2 Jahren die Preise erhöhen. Und schaut euch an, hier, das hier sind die Preise im Spiel. Und ihr habt vielleicht gesehen, dass teilweise Gebäude-Upgrades 50 Coins kosten. Also ein Gebäude-Upgrade kostet damit schon ungefähr 5 Euro. Und Pferde kosten, also das ist unfassbar. But she also did make it clear these were still testing phases and some changes might need to be rolled back. Ja, genau. Und sie sagt auch, ja, das ist übrigens der Community Manager von Equestrian, das waren alles nur Teil der Testphase und deswegen mussten sie nach 2 Jahren, ist die Testphase jetzt vorbei, deswegen mussten sie jetzt was zurücknehmen. Update rolled around on the 21st of March and this would include making buildings and certain horses cost real money or gold. Hier seht ihr es jetzt, ab diesem Update ist es nämlich so passiert, dass jetzt einige Pferde und Gebäude
nämlich jetzt dann reales Geld gekostet haben und das auch nur erstmal, um sie zu bekommen. Ihr seht es hier, 25 E-Cash. Also 25 E-Coins haben dann jetzt zum Beispiel dieses Pferd jetzt hier gekostet. Und das ist nur eines von den Sachen. Ihr müsst ja dann auch noch mit denen teilweise züchten. Und das ist nur eine der Varianten, was jetzt dann E-Coins kostet. Coins. Before this point, all horses and building upgrades could be bought with in-game dollars. Gold coins or premium currency was exclusively used to speed up times, purchase overly expensive cosmetics, and buy season passes. As a result, the game did at least give you the freedom to play to an extent, with ads also being used to skip wait. Genau, also bisher war es nämlich so, dass die Sachen eben nur die ganz teuren Cosmetics und die Season Pass und alles E-Coins gekostet haben. Und hier seht ihr ja, jetzt gibt's richtige Paywall. So viele Sachen, die Carrots kosten E-Cash, die Gebäude kosten E-Cash. Wait times. Some horses now cost anything from 25 to 55 gold coins, and certain buildings will cost you 7 coins or up to 19 coins. I can't be sure exactly how much, as I really don't want to regrind all of this, but as you can see, a different level will mean a higher coin cost. It's not extreme, but you can't get coins in the game easily. You can only get it through daily rewards. Another point to mention, according to the comments, the offers can only be upgraded once before you have to pay gold coin. Das hier ist auch das einzige Gebäude, was euch Ingame-Währung generiert, also das Office, das kostet direkt schon ab Level 2 E-Coins. Also die neuen Spieler werden überhaupt nicht in die Lage kommen, sich das Cash zu holen, weil es hinter einer E-Coins Paywall ist. Also die anderen Gebäude fangen so bei 5 oder 7 an, Coins zu kosten. Das Hauptgebäude, was ihr benötigt für alles, schon ab Level 2. Which deliberately hobbles new players, because the higher the level of your office, the more money you generate, and with everything being so extremely expensive, you're in a bit of trouble if you're a new player. New players will have to use all of their weekly gold coins to upgrade their buildings, and they only get a couple of coins a week. The reason why they made the buildings so expensive and specifically gold coin priced is to ensure that new people will purchase gold coins, because they know that new players are not going to be able to hoard money to buy new horses. So some of them might buckle and purchase gold coins solely for the horses now available in the shop for gold coins, and so they will save dollars for refreshing or investigations. This is also the reason that horses which cost gold coins are not always better and do not have any sort of real benefit. It's just specific breeds that seem to cost gold coins. Also es scheint so, da sagt sie auch nochmal, dass nur ein paar speziellere Züchtungen, ein paar speziellere Rassen kosten anscheinend nur Coins und dass die neuen Spieler jetzt richtig das Problem haben, da sie jetzt immer nur noch die Wahl haben, dass sie nämlich diese E-Coins kaufen. Dass sie eben immer keine andere Wahl haben, weil die Gebäude das kosten. Und ihr seht es hier selber bei ihr oben. Sie hat auch 1544 Carrots. So geht es bei mir auch. Ich habe doch deutlich mehr gehabt. Oder habe ich die immer noch. Aber man kann die eben nicht mehr sammeln, weil jetzt die Gebäude ab 270 eben zumachen. It's very strategic and done specifically to place pressure on new players to get them to buy. Oh, this game. They did, at the very least, give the players more money for competitions, which did alleviate the grind by a lot. But all of these premium currency updates would cause another uproar, with the players claiming that the developers were ruining the game and slowly killing it. But fear not, players, for the developers had a marvelous plan to aid their disgruntled customers. They would make the prices for gold coins cheaper, so that they're good. Jetzt kommt's. Ihr denkt, das war alles? Nein, war's nicht, denn jetzt geht's weiter. Good players could go forth and purchase coins for their game and have a merry old time. For Denn jetzt $133 haben sie die Preise angepasst. Und ihr seht jetzt, was die ganzen Preise auf ihrer Homepage kosten und was der Plan dahinter ist. and 99 cents, you shall receive an extra 134 coins. Es ist oh mein Gott. Sorry, this is amazing. Oh, I love this game so much. Das ist, oh mein Gott. Also, ich muss sagen, es ist krass, was Equestrian da für eine Nummer macht. Also, oh. To a few comments and the ETG community, the pricing is different on the website and the mobile.
Meaning, even with the little bonus you get of 10% on the website, you are still paying more per coin on the website than the mobile. Look at these prices. Just look at these prices. So guys, buy from the mobile. It's actually a lot cheaper. Woo! They announced this special in a completely separate video, clearly very happy with themselves at being so generous. Sie haben in einem Video, das ist der Oberabschuss, das glaubt ihr einfach nicht. Die haben in einem Video darüber geredet, wie toll es doch ist, auf ihrer Homepage zu kaufen, weil du da mehr bekommst. Und in Wirklichkeit zahlst du da über 30% mehr auf ihrer Homepage. Und warum ist das so? Einfach nur, weil sie möchten, dass die Leute lieber auf der Homepage einkaufen, damit sie nichts an die Play Stores und sowas abdrücken müssen. Kicker was you had to go onto their website to make these purchases, completely leaving the game. Probably because Google Apps takes 30% of your revenue, so they just wanted to make even more money. Just glorious. Now that's essentially everything that has been updated. I'm putting this comment here because this person really did sum it up very well, but it's a mess to be sure, and people are pretty upset. The entire game has essentially been changed from the ground up, and it's really forcing you now to purchase premium currency, which is very frustrating for players, as you can imagine. But let's dive a little into the reasoning behind all of this. All of these changes were made, as ETG said, because they felt they weren't making enough within the current climate of the gaming sphere. Now, the gaming world has seen a huge knock in the last couple of years with... Genau, aber jetzt redet Rattle noch ein bisschen über die ganzen Hintergründe von dem Ganzen. Das können wir einfach mal ein bisschen beschleunigen, dass sie halt ganz klar über das redet, was auch Star Stables Problem teilweise war, dass es natürlich während der Lockdown-Phase einen super Boost gab über die ganzen Spiele und die dann halt sehr viel ihre Money, ihres ganzen Honorars dann falsch investiert haben und sie jetzt eben das Ganze benötigen und eben jetzt halt wirklich mehr Geld brauchen und dann jetzt eben dastehen, weil sie halt mit ihrem Geld nicht gut gewirtschaftet haben. Und genau, und dass auch einige der Spiele eben das Ganze gut gemacht haben, wie zum Beispiel League of Legends, dass einige im Apple Store deutlich teurer geworden sind, aber dass es halt auch eben die wirklich die Gönnerspiele gibt, wie zum Beispiel League of Legends, Mario Kart und Games eben in dieser Art, die halt wirklich gezeigt haben, wie man es richtig macht, die während dieser Zeit eben nicht die Preise erhöht haben danach dann, sondern eben auf die Leute zugegangen sind. Showed an excellent spike in revenue, proving that going for the most greedy option is not always the best one. But all of these examples only show that there is a big shift in the market, and companies have been responding to this issue since early 2023. So yes, there is a very big possibility that ETG is feeling a serious pinch. All of this I do understand, but I don't think they went about this the right way. These things should have been sorted during soft launch and beta. I understand the climate has changed, but these drastic changes could possibly only serve to alienate loyal players. Players have become accustomed to the status quo or the way things have always been. And by meddling with that, they've caused a lot of frustration, in part due to the fact that they're not really updating the game. Genau. Und sie sagt jetzt eben auch nochmal, das könnte man teilweise in früheren Varianten oder sowas des Spiels hätte man das regeln können, aber nicht jetzt. Und sie haben auch vor allem, sie sagt auch nochmal, dass dieses Spiel einfach keine Updates bringt. Denn dieses Spiel hat seit dem Launch eigentlich kein Update gebracht. Es kam seit dem Launch, und das habe ich selber miterlebt, nichts. Full launch in 2022, they have added breeding, one new horse breed, the quarter horse, new coat and tails, new cosmetics, a lot of which were just recolors or reskins of old gear, and some Western props and tack. They also added a bunch of seasons, but these have been recycled consistently. Also sie sagt auch ganz klar, seit dem Release des Spiels gab es Cosmetics, die immer wieder Reskins waren, das Quarter Horse, das Mähnen- und Schweif-Update und ja, ganz viele Seasons, die auch immer recycelt waren. Und das ist alles für 2 Jahre. Cheaters or possibly genau. Und dass es danach noch jede Menge Cheater und Bug-User gab. Die gab es aber schon damals und das wurde auch nie wirklich angegangen. Exploitation on the leaderboard, and ETG has not really been prioritizing this. Another problem crops up in the form of the main and tail update, which was added to the game on the 29th of February. A lot of people weren't too happy with the way they looked. Genau, es gab dieses Mähnen- und Schweif-Update und das sah halt irgendwie aus, als wären das ganze Barbie-Pferde, wurde halt von vielen Leuten dazu auch nochmal erwähnt.
But this is only part of the issue. Players have been asking for a long time for customization of mane and tail styles. Just to give you an idea of how frustrating this was, at one point horses were born with braided manes and tails, and this took them over a year to fix. They're very slow to do basic fixes for this game. But don't worry, if there is a payment problem on the iOS, they will sort that shit out in 2 days flat. God forbid they can't get more money out of you. So now the problem comes. Und dann sagen sie ihm auch nochmal, dass sie teilweise für Updates 1 Jahr benötigt haben, aber sobald es ein Payment-Update war, haben sie innerhalb von 2 Tagen das ganze Problem eben dann auch noch direkt behoben. Down to it's not really whether they are having any financial difficulties, which is probably true, but rather, does the game deserve the price increase? And I honestly just don't think so. With the game's gameplay and features barely changing since its launch, it's really not worth it to invest. I played this game back in 2022, and the most that has changed physically are the mane and tails and the meadow, and that's insane for a technically live service game. The competitions play exactly the same, the training is exactly the same, and despite having dressage as an option to train, it's still 2 years down the line, not part of the game. Technically long. So, wir können jetzt hier auch nochmal so am Ende des Videos sagen, was sie auch nochmal als Fazit bringt. Ist es wirklich dieses Spiel, ist es wirklich wert, was das Spiel gerade alles getan hat? Und das ist auf keinen Fall der Fall. Nach 2 Jahren ist das Spiel immer noch da, wo es am Anfang war, bis auf das Mähen- und Schweif-Update und kleinere andere Anpassungen, vielleicht noch die Dressur, die, naja, eher so als eine Art des Trainings mit reingekommen ist, nicht wirklich als Dressur. Und dieser wirklich drastische Preiserhöhung, plus dieser ganze Scheiß, den sie davor abgezogen hat, sollte eigentlich jedem die Augen öffnen, dass dieses Spiel meines Erachtens her nicht mehr zu unterstützen ist, weil es wirklich Sachen macht. Ich saß hier beim ersten Mal, als ich dieses Video gesehen habe, und mir ist die Kinnlade runtergefallen. Ich war davor schon nicht besonders gut gestimmt für Equestrian, aber nach den ganzen Sachen dachte ich mir nur noch so, meine Fresse, was macht dieses Spiel denn überhaupt noch auf der richtigen Weise? Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Wie findet ihr dieses ganze Thema? Wie findet ihr, geht Equestrian mit den ganzen Situationen um? Meint ihr, man kann dieses Spiel noch weiterspielen? Oder sollte man wirklich sagen, es macht einfach keinen Sinn mehr? Denn bei den ganzen Sachen, das zu unterstützen, ist schon nicht gerade das Beste. Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Ich kann auf jeden Fall nur empfehlen, schaut euch andere Games auf dem Markt an, die definitiv das Ganze deutlich besser angehen. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Und nochmal vielen lieben Dank an Rattle, die mir da die Möglichkeit gegeben hat, auf dieses Video zu reagieren.